Smalltalk. Nein, kein Smalltalk, sondern die objektorientierte Programmiersprache Smalltalk. Ich möchte heute etwas zur Geschichte der objektorientierten Programmiersprache Smalltalk erzählen. Es gibt auf unserem Kanal dann auch ein kurzes Video mit einem Beispielprogramm, deswegen gehe ich nicht direkt auf die Programmierung ein, sondern konzentriere mich auf die Geschichte, Ideen und was alles damit zusammenhängt. Ja, Smalltalk 1972 begann die Entwicklung, aber es gab vorher natürlich schon viele Ideen dazu. Eine der ersten oder die erste objektorientierte Programmiersprache war Simula 67. 67 deshalb, weil sie 1967 freigegeben wurde. Und Simula ist aus Algol 60 als Erweiterung entwickelt worden und kannte dann schon Klassen und Objekte und Nachrichten. Es gibt eine zweite Schiene, die läuft in Zürich an der ETH. Niklaus Wirth hat Datenmodular und Oberon entwickelt, auch mit objektorientiertem Ansatz. Und als Niklaus Wirth noch in Stanford war, hat er gemeinsam mit Helmut Weber in Stanford die Programmiersprache Euler entwickelt, die auch schon objektorientierte Ansätze hatte. Und die ist 1966 veröffentlicht worden und die kannte auch Alan Kay, einer der Hauptakteure, wenn es um Smalltalk geht. Das war auch, also Euler war auch eine Erweiterung von Algol. Ich werde mich aber in diesem Podcast und bei der Geschichte von Smalltalk auf die Linie Algol 60, Simula 67 hin zu Smalltalk konzentrieren und werde die Schiene um den Niklaus Wirth weglassen, weil sonst wird es einfach zu viel. Ja, die Geschichte kurz in einer Grafik dargestellt. Algol 60, der Knotenpunkt oben, aus ihm raus entwickelte sich Simula 67, wie schon gesagt, aber auch C, das 1972 freigegeben wurde. Und aus Simula 67 entwickelte sich dann Smalltalk. Und Smalltalk hatte dann natürlich Auswirkungen auf Objective-C und auf Java. Und die Schiene über C, aus der kam natürlich dann kombiniert mit den Ideen der objektorientierten Welt C++, was dann heute auch in C# mündete. Ja, Simula 67. Simula, der Name, kommt von Simulation Language. Die Idee war, man generiert eine Programmiersprache oder erfindet eine Programmiersprache, die möglichst die Welt abbildet, so wie die Nutzer, die vor dem PC sitzen, sie erleben. Es war, wie gesagt, die erste objektorientierte Programmiersprache und sie wurde entwickelt von den Norwegern Ole Johan Dahl und Kristen Nygaard. Sie basiert auf Algol 60, aber auch auf Ideen von Tony Hoare. Er hat 1965 in seiner Abhandlung Record Handling sich überlegt, Datensätze in Form von Objekten, die klassenzugehörig sind, abzulegen, um eine Datenabstraktion zu ermöglichen. Ja, Simula übernahm dies und fügte dann noch Methoden in den Klassen dazu und die Vererbung und die Nebenläufigkeit, die ja wichtig ist für eine Simulation. Simula wurde am 6. Mai 1967 veröffentlicht. Compiler gab es für den UNIVAC 1100, für die IBM 360, 370,
aber das Norwegian Computer Center, wo die beiden tätig waren, verlangte so viel Geld für eine Lizenz, dass sich kein Unternehmen fand, die Sprache zu lizenzieren, denn man ging davon aus, eine Sprachversion hat eine Lebenszeit von 3 bis 5 Jahren und da würden sich diese Lizenzkosten überhaupt nicht amortisieren. Erst 1970 gab es dann eine Implementierung auf der DEC 10 und einen Compiler und der verbreitete sich dann. Ja, Objekte und Nachrichten. Kann man sich fragen, ist das was ganz Neues, was jetzt in den 60er, 70er Jahren plötzlich in die Köpfe kam? Tja, bei weitem nicht. Da können wir gut 2400 Jahre zurückgehen zu Platons Ideenlehre. Platon beschrieb in seiner Ideenlehre Folgendes: Es gibt etwas, das alle bestimmten Eigenschaften einer Kategorie enthält und universell ist. Er bezeichnete das als Idee. Und es gibt Objekte, die sinnlich wahrnehmbar sind, aber individuell und nur einen Teil dieser Eigenschaften besitzen. Beispiel dafür. Die Idee wäre die Idee des Tiers. Und da sind alle Eigenschaften drin, die ein Tier überhaupt haben kann. Und 2 Objekte dazu wären zum Beispiel der Wurm oder der Hund. Und wenn wir uns jetzt die Beine anschauen, dann hat die Idee von einem Tier beliebig viele Beine. Es gibt ja Tiere ohne und bis zum Tausendfüßler. Aber ein Hund hat nun mal 4 Beine und ein Wurm hat keine Beine. Also Objekt individuell und einen Teil der Eigenschaften. Das übernahm Kant rund 2000 Jahre später und sprach in seiner Kritik der reinen Vernunft von Kategorien und Objekten. Ja, und ab 1940 kam dann die Kognitionswissenschaft, die das Gehirn als informationsverarbeitendes System sah, ähnlich einem Computer. Da entwickelte sich dann auch die Kybernetik und die Anfänge der künstlichen Intelligenz. Und in diesem ganzen Umfeld sprach man dann vom induktiven Denken. Und dieses induktive Denken, da sind wir wieder bei unseren Klassen und Objekten, sagt, ausgehend von speziellen Beobachtungen kommt man zu einer Verallgemeinerung. Und diese Verallgemeinerung ist eine Kategorie. Ja, und was liegt näher, als dass einem dann Klassen und Objekte einfallen? Heute, also in den 2020ern, hat Sabina Paun an der Heidelberger Universität Forschungen gemacht und erkannt, dass selbst Kinder im Alter von 1 Jahr in Kategorien denken. Beispiel: Wenn ein Kind in diesem Alter einen Hund sieht, dann sagt es wow, wow. Und egal welcher Hund das ist ein wow, wow. Ja, könnte man jetzt sagen, Kategorie, Klasse, Objekt. Der konkrete Hund ist dann meinetwegen der Stupsi, den man zu Hause hat. Die Schlussfolgerung ist, dass dieses in Kategorien Denken wohl ein Basismechanismus menschlichen Denkens ist. Und was lag da dann näher, als das in die Programmierung zu übernehmen und über objektorientierte Programmierung nachzudenken. Das geschah bei Xerox. Xerox hat 1970 im Juli sein Forschungszentrum, den Xerox PARC, eröffnet, einfach um am Markt mit neuen Ideen weiterführend zu sein. Und in dieses Xerox PARC kam 1971 Alan Kay, der dann einer der führenden Köpfe bei der Entwicklung von Smalltalk wurde.
Seine Idee war schon, bevor er zu Xerox kam, einen Computer zu entwickeln oder einen Rechner zu entwickeln, mit dem Kinder zurechtkommen können. Und er nannte ihn Kiddie-Comp. Der hatte eine Tastatur, der hatte ein Floppy Disk und ein Kassettenlaufwerk, ein Display, natürlich die CPU, klar, aber auch schon eine Maus. Und er war einfach bedienbar. Das Management von Xerox war nicht sehr begeistert von seiner Idee und sah keine Marktchancen. Er hat dann überlegt, hat als erstes mal sein Projekt umbenannt in Minicom, also Minicomputer. Und es ist ihm dann gelungen, auch das Management zu überzeugen, dass er in der Lage ist, ein reales System zu entwickeln das Management hat dann wohl zugestimmt, dass er auch das nötige Budget bekommt und das Team. Ja, Alan Kay, dem kam die Idee einer objektorientierten Programmiersprache, denke ich, schon früher, 1968. Da war er Doktorand an der University of Utah. Und er bekam eine Aufgabe. Auf seinem Schreibtisch lag ein Stapel Papier und das war eine Algol-Version. Und diese Algol-Version sollte er auf einem UNIVAC 1108 lauffähig machen. Er schaute sich das an. Es war eine Erweiterung von Algol und das nannte sich Simula. Er hat dann die Ideen, die in Simula steckten, aufgegriffen und hat dann die Entwicklung von Smalltalk angestoßen. Der Name Smalltalk, den hat er gewählt. Er wollte einfach die Einstiegsschwelle für die Programmierung senken. Und Smalltalk klingt so, mach einen kleinen Plausch mit meinem Computer. Und das ist ja alles relativ einfach. Ja, wie gesagt, die Entwicklung begann 1972. Das Team, Alan Kay war der Designer und Impulsgeber, der Dan Ingalls und die Adele Goldberg setzten dann die Ideen vorwiegend in die Tat um und dann gab es natürlich noch einige weitere Mitarbeiter und die Adele Goldberg, das kennen vielleicht einige von euch, das ist die Autorin hier auch von dem blauen Buch, das Smalltalk, die Sprache und ihre Implementierung beschreibt. Ja, 1970er, Zeit der Großrechner und mittleren Datentechnik. Also ich meine, wenn man jetzt überlegt, objektorientierte Programmiersprache, Maus, grafische Oberfläche, alles was mit Smalltalk zusammenhängt. Wir haben hier in Deutschland uns beschäftigt mit Großrechner und mittlerer Datentechnik. Ich selber war 1971 bis 1974 bei Triumph Adler beschäftigt in der Entwicklung und habe Schreibmaschinen entwickelt und eines der Highlights damals war die Entwicklung der Kugelkopf-Schreibmaschine. Und dann nach meinem Studium bin ich wieder zu TA in die Computerentwicklung und da habe ich dann die TA1000 kennengelernt und habe an einem COBOL-Compiler mitentwickelt. Wir sind damals noch mit Kästen von Lochkarten an die Maschine gegangen, haben die eingelesen und dann wurde der Code auf Nadeldrucker ausgegeben auf Endlospapier A3, diese grün-weiß gestreiften Papiere. Ein Display, ein Editor kam dann erst mit der Zeit und ein Kollege, der hat diesen Editor geschrieben und da waren wir natürlich alle ganz happy, wo wir nicht mehr mit diesen Lochkarten hantieren mussten. Ja, apropos Endlospapier, es gibt eine nette Anekdote von Alan Kay in seinen Erinnerungen. Als er Doktorand war in Utah, als er dieses Projekt hatte, Algol lauffähig zu machen, er hatte dieses Listing
Und mit einem zweiten Kollegen hat er dieses Listing auf dem Flur der Universität ausgelegt. Es waren 24 Meter und sie sind dann auf diesem Listing herumgekrabbelt und haben sich die Implementierung und die Sprache erarbeitet. Ja, bei TA sind wir nicht am Boden rumgekrabbelt auf unseren Listen, aber die 24 Meter kommen hin. Es waren, denke ich, solche Ordner so dick mit DIN A3 Nageldrucker, Endlospapier, mit denen wir gearbeitet haben. Wenn man sich 1970 anschaut, die Zeit, es war eine Zeit des Aufbruchs. Die 68er-Bewegung war an ihrem Höhepunkt in USA und Europa. Es gab soziale Veränderungen, die politische Kultur hat sich verändert. Im Bereich der Computertechnik 1972 hat Magnavox mit Odyssey die erste Spielekonsole freigegeben, die am Fernseher anschließbar war. Und Nolan Bushnell hat Pong entwickelt. Man darf aber nicht vergessen, in den 1960ern waren schon die ersten Mondlandungen und Mondflüge. 27. Mai 1972, Ereignis im deutschen Fernsehen, die erste Folge von Raumschiff Enterprise, so hieß Star Trek im Deutschen, wurde ausgestrahlt. Ja, und im Januar 1972, man kann es gar nicht glauben, hat das Bundesinnenministerium eine Verfügung erlassen, dass die Anrede Fräulein gestrichen wird. Jede erwachsene Frau musste von da an mit der Anrede Frau tituliert werden. Und in diese Zeit fiel die Entwicklung von Smalltalk. Ein neues Paradigma mit der objektorientierten Programmierung. Es gab einige Versionen, interne Versionen, Entwicklungsversionen, Smalltalk 72, 74, 76, 78 und 1980 ist dann die erste Version freigegeben worden und da war auch dieses blaue Buch als Dokumentation verfügbar. Ja, Smalltalk, streng objektorientiert. Was heißt das? Smalltalk kennt nur Objekte, die mit Nachrichten kommunizieren. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Es ist wie ein Netzwerk, das viele kleine Computer enthält, die über Nachrichten miteinander kommunizieren. Man hat sich davon natürlich eine bessere Wartbarkeit versprochen als von den großen monolithischen funktionalen Programmen, mehr Flexibilität und die Modellierung komplexer Systeme sollte einfacher werden. Und Änderungen im Code waren sofort verfügbar, man hat keine langen Kompilierzeiten gebraucht. Smalltalk lief mit einem Interpreter auf einer virtuellen Maschine. 1979 kam dann vor der ersten offiziellen Freigabe mal Steve Jobs und Jeff Raskin nach Xerox PARC und ließ sich das System vorführen. Steve Jobs schaute sich das an und meinte, also die Implementierung der Scrollfunktion, das ist zu holprig, also das müsste viel eleganter und viel gleichmäßiger gehen. Und Dan Ingalls schaute sich den Code an und nach einer Minute hatte er das geändert. Da waren alle baff. Die Programmierer, die Steve Jobs dabei hatte, waren schockiert. Sowas hatten sie überhaupt noch nicht gesehen, dass ein System so schnell änderbar ist. Und Jobs wollte unbedingt die Lizenz benutzen oder erwerben. Aber Xerox hat abgelehnt. Vielmehr wurde die Implementierung auf dem Xerox Alto erstmal durchgeführt, der wurde aber nicht kommerziell verkauft.
1981 mit der Freigabe von Smalltalk 80 kam dann auch eine verschlankte Version von dem Alto auf den Markt, der Xerox Star oder 8010, wie er offiziell heißt. Man hat aber in dieser Implementierung von Smalltalk in der grafischen Oberfläche die überlappenden Fenster weggelassen, weil man dachte, die Benutzer sind nur verwirrt, wenn da mehrere Fenster am Bildschirm offen sind. Und 1985 hat man dann den Xerox Star eingestellt. Aber da war die Entwicklung bei Apple natürlich schon in Richtung objektorientierte Programmiersprachen. Und 83 kam die Lisa und 84 der Macintosh auf den Markt. Und die hatten eine grafische Oberfläche und zwar mit überlappenden Fenstern und das war dann auch der Erfolg. Ja, Smalltalk, Entwicklung in Kürze, was war denn auf den Systemen schrittweise in den einzelnen Versionen verfügbar? Also erstmal die Kann-Programmierung, Smalltalk Objekte, Klassen, jedes Objekt gehört zu einer Klasse. Datenzugriffe ausschließlich über Operationen. Ein Vererbungskonzept, dass ich Klassen definieren kann, die ihre Eigenschaften nach unten vererben, sodass ich Code sparen kann und das ganze System schlanker und besser wartbar wird. Eine grafische Oberfläche. Dann gab es 2 Editoren, einen mit Mausbedienung und einen, den ersten, WYSIWYG, Editor, der hieß Minimaus. WYSIWYG, what you see is what you get. Man hat die Turtle-Grafik aus Logo auf Smalltalk gebracht und man hat ein Musik-Komponier- und Produktionsprogramm und ein Paint-Programm implementiert. Und was interessant ist, auf Smalltalk wurde in Smalltalk das Programm Pygmalion entwickelt. Und das ist ein Programm, das als erstes Programm Icons definiert hat, die man bis dahin noch nicht kannte, und die Methode Programming by Demonstration. Und die wird heute, also ihr kennt das vielleicht alle von Makro-Recorder in Programmen, wo ich was tue, und ich lasse das aufzeichnen und kann das dann als Makro verwenden. Wird aber heute auch vorwiegend in der Robotik verwendet, in den Lern-Sessions für Roboter, dass ich durch Demonstration dem Roboter was beibringe. Ja, Smalltalk 80, die erste Freigabe. Dokumentation, nicht nur das blaue Buch, sondern da gab es auch ein rotes und grünes Buch. Und Smalltalk ist konsequent auf ASCII umgestellt worden, also beispielsweise die Zuweisung wurde mit einem Pfeil nach links geschrieben. Das wurde dann durch Doppelpunkt ist gleich ersetzt, um ASCII-konform zu sein. Und es wurde, und das ist ganz interessant, auch das erste Mal das MVC-Modell implementiert, das heißt Model View Controller, also die Trennung von Benutzeroberfläche, Daten und Programmcode. Und das ist natürlich was die Wartbarkeit und Flexibilität eines Programms enorm steigert und ist heute Standard. Also ich trenne die Repräsentation von Schicht, von der man heute spricht, von der Datenschicht und kann die Repräsentationsschicht austauschen, ohne dass ich meine Daten und meinen Programmcode anfassen muss. Und es gab dann auch die Implementierung von virtuellen Maschinen, das hat die Adele Goldberg vorangetrieben, sodass Smalltalk auf allen möglichen Systemen laufen konnte, ohne dass ich einen Standard habe. Es hat zu dieser Zeit keine Standardisierung von Smalltalk gegeben, aber die virtuelle Maschine hat dafür gesorgt, dass mein Smalltalk auf allen möglichen Umgebungen verfügbar war. Und der Quelltext lag offen, man konnte also auch den Quelltext der Klassen entsprechend anpassen und verändern.
Es wurden dann Lizenzen an Apple, Tektronix, HP, DEC und vor allen Dingen auch an die Universitäten vergeben, sodass also Firmen in der Lage waren, Smalltalk einzusetzen. Und bei Universitäten ist es ja immer so, es ist ganz gut als Firma, wenn man in Universitäten mit seinen Produkten präsent ist, weil Studierende ganz gerne danach, wenn sie fertig sind, die Hard- und Software einsetzen, die sie im Studium schon kennengelernt haben, dann entfällt einfach die ganze Einarbeitung. Als Smalltalk sich dann verbreitete, wurde auch ein ANSI-Standard definiert, das war 1998, um einfach die Investition der Unternehmen zu schützen, die in Smalltalk ihre Produkte programmierten. Die objektorientierte Programmierung ist heute ein großer Erfolg, Smalltalk weniger. Es gibt Implementierungen in meinem Beispielprogramm, in dem anderen Podcast. Da habe ich mir eine kostenlose Implementierung von Smalltalk heruntergeladen, das Dolphin Smalltalk, und das lässt sich sehr gut benutzen, aber es gibt wenig professionelle Einsätze. Das Top-Ranking an Programmiersprachen heute führt an Java, JavaScript und Python, aber auch diese 3 Programmiersprachen haben natürlich Konzepte der objektorientierten Welt in ihren Programmiersprachen implementiert. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Geschichte von Smalltalk geben und ihr seid neugierig auf mein Video mit dem Beispielprogramm geworden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, und wenn ihr nichts verpassen wollt mehr, dann abonniert doch am besten unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!